hinter uns steht ein Bus, auf dem steht Al-Ula drauf. Das heißt, ich glaube, das ist unserer. Mit dem werden wir halt durch das Ganze durchgefahren. Wer nach Al-Ula kommt, findet sich in einer Oasenstadt inmitten einer Wüste wieder. Der echt geschichtsträchtige Ort verbindet heute Historie mit Moderne. Wir fangen unsere Reise an in Hegra. Das ist auch bekannt als Madain Saleh und ist tatsächlich die erste UNESCO-Welterbestätte in Saudi-Arabien. Die atemberaubende Stadt war einst Teil des Nabatäa-Reichs, genauso wie das berühmte Petra in Jordanien. Strawberry Soft. So gut. Hegra beeindruckt mit über 100 in Felsen gehauene Gräber. Manche davon sind sogar bis zu 2000 Jahre alt. Sie haben besonders filigrane Fassaden, die inspiriert von römischer und griechischer Architektur sind. Und ja, sie erzählen einfach auch Geschichten aus einer längst vergangenen Zeit. My job to explain to you about this heritage site. Das ist der SIQ, S-I-Q. Das ist die Straße gewesen und in Petra, wo wir auch schon waren, gibt es genau dasselbe. Das finden wir gerade ziemlich cool. Also bis jetzt macht schon ziemlich Spaß, wenn man so schaut. Ich glaube, dass das fast an Petra herankommen kann in manchen Stellen. Also man sieht im Hintergrund, ich bin mir nicht ganz sicher, immer wieder so kleine Hieroglyphen, sozusagen Hieroglyphen-Inschriften von die Nabatäer, und ich habe gerade gehört von einem offensichtlichen Experten, nicht nur Nabatäer, sondern auch andere Kulturen, und das macht es extrem spannend. Über 2000 Jahre alt und geil, dass das auch so lang einfach gehalten hat, einfach nicht weggewaschen, man sieht immer nur die Überreste. Wahnsinn. Alleine bei dem Felsen da hinten, wo das eine Grab ist, also es sind alles Gräber, sind da rundherum über 30 mit verschiedensten Inschriften. Ah ja, die Nabatäer sind für solche Sachen natürlich bekannt, also die Fassaden außen sind eigentlich so das, was die Nabatäer am besten gemacht haben, und ich glaube, es gibt weltweit wenig Zivilisationen, die so gut Fassaden von Häusern und Gräbern in den Sandstein gehauen haben. Es ist die einzige Kammer, in die man reingehen darf. Alle anderen sind nicht zu betreten, aber sie schauen alle sehr ähnlich aus, ist uns gesagt worden. Deswegen hat man auch nicht gesehen, hat man alle gesehen. Und so werden die anderen Kammern davor bewahrt, dass sie kaputt werden. Es ist trotzdem Sandstein, und wenn dann 100.000 Leute jeder seine Griffe irgendwo dran grapscht, dann ist irgendwann der Sandstein natürlich kaputt. Was uns aber erklärt ist, dass man darin sieht, es ist nicht ganz sicher, ob es ein Grab war, oder es war definitiv ein Grab, aber auch ein Wohnhaus zu bestimmten Zeiten. Und die Fächer da waren zur Aufbewahrung von verschiedensten Gegenständen, von
normalem Essen über Haushaltsgegenstände bis hin zu den Utensilien, die es gebraucht haben zum Einbalsamieren für den Toten. Wie gesagt, es waren nicht nur die Nabatäer da, sondern auch andere Zivilisationen und die sind teilweise da auch miteinander verschmolzen. Das heißt, ein Eingang ist zum Beispiel von den Nabatäern und der andere von einer anderen Zivilisation. Was man aber recht gut sieht, ist überall die Einstiche oder Kratzer von den Werkzeugen, die sie verwendet haben, dass das da ausgraben. Und es schaut ein bisschen gruselig aus, aber insgesamt ziemlich cool. Also das ist die Hauptattraktion von Hegra, das Tomb vom Sohn von Kuzan. Und es ist einsam Star, der einzeln herumsteht, eingehauen, und das macht es irgendwie schon sehr besonders. Wir haben auch Pech, es ist gerade zeitlich, man sieht es vielleicht mit der Sonne nicht perfekt in der Sonne, aber wir sind trotzdem begeistert. Hegra ein Must-See, wenn man in Saudi-Arabien ist. So, wir sind jetzt im Ashar Valley, wo man eigentlich nicht rein darf. Außer du hast eine Reservierung für ein sehr teures Restaurant oder für die Konzerthalle. Und ja. Das haben wir nicht. Das haben wir nicht, wir sind jetzt aber trotzdem am Weg rein. Und wir dürfen euch aber nicht sagen, warum. Hinter uns befindet sich die Maraya Konzerthalle. Es ist das größte gespiegelte Bauwerk der Welt. Ich glaube, über 9000 Spiegel sind da verbaut auf der Außenfassade. Man sieht es deswegen gar nicht sofort, wann man herkommt. Und es ist schon sehr besonders. Und dadurch passt sie sich natürlich auch ein bisschen zu der Umgebung an und schaut nicht ganz so unrealistisch aus. Aber wenn man darüber nachdenkt, es ist eigentlich total crazy. Also wie ihr seht, wir haben Spaß. Also, ziemlich viel Spaß. Darum, wer die Möglichkeit hat, in das Ashwa Valley, glaube ich heißt es, wir blenden es auf jeden Fall ein, zu kommen und die Maraya Konzerthalle anzusehen, macht es. Es ist eine surreale Experience. Und wir haben tatsächlich vorher ein bisschen Angst gehabt, dass das irgendwie nicht passt und dass das irgendwie unrealistisch ist und einfach nur so ein unangenehmes, modernes Riesending, was mitten in der Natur steht, und sowas mögen wir normalerweise nicht so gern. Aber tatsächlich, dieser Spiri-Effekt, es passt einfach so perfekt in die Landschaft rein. Also wir sind total überrascht. Also man sieht da wirklich einiges. Einerseits an der Decke wird alles Mögliche aufgehängt. Die ganzen kleinen Räume, die Wände, natürlich
alles restauriert, das ist klar. Man kann sich richtig gut vorstellen, dass es einmal irgendwann so ausgeschaut hat. Es gibt da wo irgendein altes Fort oder so in die Richtung. Dann kann man raufgehen und hat einen Überblick über möglichst die ganze Altstadt. Das schauen wir uns gemeinsam an. Also man sieht, wir sind durch die Altstadt von Al-Ula gewandert und man sieht da schon die Ziele von der saudischen Regierung. Es sind da einige Shops schon eröffnet, es sind Restaurants, es sind Cafés in den engen Gassen, die restauriert sind. Wenn man dann durchwandert, das schaut alles ein wenig so aus, wie wenn man 500 Jahre in der Zeit zurückgespult hätte. Und es wirkt sehr authentisch, es ist absolut nicht komisch, sondern es ist wie eine Reise in der Zeit. Und generell, wenn man rundherum schaut, alle Bereiche in dem ganzen Tal wirken, wie wenn sie schon darauf warten, dass mehr Touristen kommen. Es ist überall einfach, das spart sich so viel mehr. Also man sieht, es hätten so viele Touristen mehr Platz. Wir sind gespannt, wie es in 5 Jahren ausschaut oder in 10. Dann sind wir uns sicher, dass das Dorf oder das ganze Tal da schon ganz anders ausschaut. Hinter uns sieht man einen ganz besonderen Felsen, der auch sehr beliebt ist in der Umgebung. Er schaut aus wie ein Elefant. Darum heißt er auch so. Das ist der Elephant Rock in Al-Ula. Und ja, ich glaube, man erkennt es. Es ist sehr imposant. Und was auch sehr cool ist, dahinter sind jede Menge kleine Bars und Sitzgelegenheiten. Sehr nett, dass man da ein bisschen verweilt. Abschließend haben wir nur den Harad Viewpoint besucht. Der bietet einen atemberaubenden Panoramablick über Al-Ula und seine faszinierende Wüstenlandschaft. Trotz dem Sonnenuntergang ist es ein echt magischer Ort, wo man dann das Licht auf die Felsen und die warmen Farben hat. Neben der spektakulären Aussicht gibt es auch noch eine Lounge mit Café, wo Besucher, die einen relativ großen Geldbeutel haben, das Panorama nur entspannter genießen können. Insgesamt ist Al-Ula ein sehr spannender Ort, der in den nächsten Jahren wahrscheinlich nur einiges mehr an Touristen bekommen wird. Wir waren begeistert, aber jetzt geht's weiter in die nächste Stadt Saudi-Arabiens, und zwar Medina.